Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Ja, hallo zusammen zu diesem Video und erstmal fröhliche Weihnachten 2016. Das ist heute der zweite Weihnachtstag und ich habe mal wieder nichts Besseres zu tun, als ein Video zu machen. Insbesondere deswegen, weil ich mit diesem Video wieder etwas im Verzug bin. Ich hatte einfach Ende der Woche eine ekelhafte kleine Grippe, die ich zum Glück mit viel Menthol im Liquid auch wieder soweit weg machen konnte, aber bis gestern war ich in keinem Zustand, der mir auch nur irgendetwas in Richtung Video machen erlaubt hätte. Und entsprechend bin ich mit meinem ganzen Zeitplan, den ich bis dato hatte, leider komplett in Verzug geraten. Dementsprechend setze ich mich halt heute hin und mache dieses Video. Nochmal ein Gerätetest, der letzte in diesem Jahr. Ich muss mal schauen, das nächste Video wird auf jeden Fall ein Whiteboard-Video. Ich muss mal gucken, ob ich es dieses Jahr noch hinbekomme. Es sind ja nur noch wenige Tage. Ja, um was für ein Produkt handelt es sich? Es handelt sich um ein Produkt, das für mich zumindest etwas ungewöhnlich ist. Nicht um eine E-Hookah oder E-Shisha oder wie auch immer man es nennen möchte. Und zwar ist es dieses Gerät hier. Das ist die H-Legend 5 von B-Wang. Eine Firma, die mir bis dahin gar nichts sagte. Kein Wunder, ich bin nicht so in diesem E-Shisha-Bereich unterwegs. Bin da nicht so bewandert drin, habe bisher auch mich mit diesen Produkten wenig auseinandergesetzt. Aber hier habe ich nun also dieses Gerät stehen und will das mal mit euch durchgehen, was dieses von einer normalen E-Zigarette unterscheidet, wo Berührungspunkte sind und ob ein ausgewiesener E-Zigaretten-User, ja, also der klassischen E-Zigarette nahestehender User, vielleicht Gefallen an diesem Gerät findet oder auch seine Kritik hat. Ja, wollen wir erstmal in die Detailansicht schwenken, um zu sehen, was es da alles Schönes gibt. Also es gibt als erstes mal das Gerät selber. Das dürfte vielen, die, sag ich mal, auch E-Zigaretten kennen, schon relativ bekannt vorkommen, mit halt einigen Abweichungen. Ja, insbesondere dieser Doppelkammertechnik hier. Wir sehen einen runden Akkuträger aus so einem etwas stumpf wirkenden Metall. Nehmen wir an, das ist Aluminium, ist zumindest sehr leicht. Den kann man hier abschrauben. Das hier mal zur Seite, wenn wir uns den mal genauer angucken können. Ja, er verfügt über den klassischen 510er Anschluss, also mit allen gängigen Modellen an Akkuträgern und so weiter kompatibel. Ja, hier ist also das H5 eingeprägt. Hier unten nochmal der komplette Name des Mods H-Legend 5. Hier unten können wir ihn aufschrauben. Haben wir hier den Akkufachdeckel, der ist ungefedert. Ja, wir haben hier Entgasungslöcher drin. Hier oben der Pluspol da drin ist gefedert und man betreibt das Ganze mit einem 18650er Akku.
kommt dann hier rein. So, zudrehen. So. Wenn ihr den Taster drückt, ich weiß nicht, ob man das bei dem Licht jetzt sehen kann, der leuchtet bei Tastendruck auf. Bei einer 5-fach-Klick schaltet er sich ab. Und bei einem weiteren 5-fach-Klick ist er wieder an. Ist Technik, die wir seit den Zeiten der EOT kennen. Ja, wir haben hier eine getaktete Spannungsausgabe, die liegt so bei etwa 3,8 Volt. Ja, wir können sonst nichts hier einstellen oder sowas in der Richtung. Der liefert konstant diese 3,8 Volt in etwa. So, dann kommen wir jetzt zum Verdampfer selber, oder dem Oberteil, weil das besteht ja auch wieder aus 2 Teilen. Das Mundstück ist hier abnehmbar. Das hat keinen Standard 15er Anschluss oder sowas. Das ist sehr viel größer. Ja, und reicht auch sehr viel weiter. Hat hier diese beiden Schlitze mit der Gummidichtung. Und ist dafür da, dass man gleichzeitig durch Drehung hier oben diese Kanäle schließen kann. Ja, jetzt sind sie ganz offen. Wir sehen hier den offenen Schlitz. Und wenn ich jetzt hier drehe, dann schließt sich dieser. Ja, geht leicht drauf, leicht runter. Ja. Viel besser sehen wir sehen hier noch aufgeprägt On-Off. Oben auf diesem geriffelten Teil. Der das also noch einmal zeigt, in welche Richtung man das drehen kann, um sozusagen diese Verschließung hier vorzunehmen, sprich diese Öffnungen zuzudrehen. Hier oben haben wir nochmal eine sehr ausgeprägte Kunststoffschicht drin, die diese relativ weite Öffnung wieder etwas eindämmt. So, jetzt drehe ich mal diesen Teil hier ab, denn dies ist der Wassertank. Das ganze System ist tatsächlich aufgebaut wie eine klassische Shisha. Sprich, wir haben zwischen Verdampfer und Mundstück einen Wassertank. Und durch diesen Wassertank wird dann der Dampf durchgeleitet, wo halt bei einer Shisha dann das Wasser zum Beispiel Giftstoffe aus der Verbrennung ausfiltern soll, soll das halt auch hier passieren, wobei beim Dampfen natürlich vergleichsweise wenig Giftstoffe entstehen, weshalb ich nicht so wirklich von dieser Filteroption überzeugt bin. Ja, wir haben hier einfach so wenig wirkliche Giftstoffe drin, dass eine Filterung, sagen wir mal, nur bedingt notwendig sein würde. Wir können aber natürlich auch als E-Liquid-User hier eine Menge Spaß haben, wenn wir das Ganze vielleicht auch mit anderen Stoffen als reinem Wasser füllen. Wir können Tee reintun, wir können irgendetwas Alkoholisches reintun. Ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für das Video, etwas farbiges Wasser zu verwenden. Das ist jetzt mit Lebensmittelfarbe gefärbt, genauso wie meine Finger, die sind nämlich davon noch gefärbt. Ja, das ist Reste von dem Brillantblau, das färbt halt wie die Hölle und hat halt auch meine Finger mit gefärbt. Befüllen tut man das Ganze dann recht einfach. Mit einer Flasche mit so einem schmalen Tropfer geht das ganz gut, dass wir dann hier am Rand die Flüssigkeit einfüllen und dann in diesen Wassertank laufen lassen. Die Flasche noch etwas weicher wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher, aber warum sollte ich es mir einfach machen?
So. Der rote Strich zeigt dann hier an, wie hoch wir das Ganze befüllen sollen. Hier steht auch nochmal für alle sichtbar drauf Highest. Ja, um klar zu machen, bis dahin sollen wir maximal füllen. Ich mache das Ganze jetzt mal zu. Passen so gute 4 Milliliter ungefähr an Flüssigkeit rein. Puste das mal kurz runter. Mit der Nadelkappe wäre das wahrscheinlich noch eine saubere Lösung gewesen, aber gut, habe ich jetzt nicht hier. So, wir verschließen das Ganze wieder mit dem Mundstück, damit dieses Wasser nicht rausläuft. Und hier empfiehlt es sich dann auch, das Ganze so zu drehen, dass diese Schlitze nicht mehr sichtbar sind, damit hier, wenn man das Ganze jetzt umkippt, das Wasser nicht wieder herausfließt. Das ist mir schon passiert, da hatte ich das vergessen, das zuzudrehen, und dann war da einiges von dem Wasser ausgelaufen. So verhindert man das halt. Gut. Kommen wir zum Verdampfer selber, der ja, sag ich mal, für uns Dampfer zumindest das Interessante ist. Wir können hier diesen oberen Ring abschrauben, der den Wassertank mit dem Verdampfer vereint und auch gleichzeitig die Luftwege aufweist, oder die Lufteinlässe in Form dieser 4 rundherum ausgeführten Schlitze. Eine Verstellmöglichkeit dafür gibt es nicht. Das bedeutet, wie es für eine Shisha üblich ist, haben wir hier einen sehr, sehr offenen Luftzug. Ja, also für Leute, die eher auf das klassische Dampfen stehen, ist das vielleicht sehr gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall solltet ihr eure Liquidstärke entsprechend anpassen. Ja, also hier durch 18er zu dampfen, braucht harte Lungen. Ich werde gleich im Test ein 0er Liquid verwenden, ja, weil ich mir nicht die Lunge raushauen möchte. Als nächstes haben wir dann hier den austauschbaren Verdampferkopf. Der sieht so aus. Enthält eine senkrecht verbaute Coil aus Edelstahl. Wie gesagt, mit einem Widerstand von etwa 0,5 Ohm, was zusammen mit der Akkuspannung ungefähr eine Leistung von 30 Watt ergibt. Und diese Leistung ist auch gut auf den Nachfluss dieses Verdampfers abgestimmt. Ja, also viel höher solltet ihr nicht gehen, sonst wird es halt sehr schnell sehr kokelig. 30 Watt ist schon gut abgestimmt auf diesen Verdampfer. So, den kann man hier wieder einschrauben. Was mit etwas Liquid an den Fingern sich etwas schwierig erweist, aber es geht. Ja, ein paar Drehungen, dann ist der wieder fest. Jetzt können wir hier unser Liquid einfüllen. Ich nehme hier jetzt ein Cloud Chaser Liquid von Dr. Born. Da habe ich noch ein bisschen was von übrig. Wie gesagt, ich möchte da nicht mit zu hohen Nikotinstärken dran gehen. Das wäre mir doch äußerst unlieb. Ja, wir können dann hier also zwischen Glasrand und Verdampfer befüllen. Das geht also auch mit etwas breiteren Kappen sehr gut. So, das sollte reichen. Ich stelle das dann wieder zurück. So, und wir schrauben diesen Verbindungsring wieder auf. Was hier etwas negativ auffällt, ist, dass die Einschnitte von der Verdampferhülle, ja, wo man jetzt hier die Watte durchsieht, nicht bis ganz unten an den Rand reichen. Das hat zur Folge, dass wir nicht das gesamte Tankvolumen nutzen können, denn sobald halt das Liquid unterhalb dieser Ausschnittsränder steht, bekommen wir nicht mehr genug Liquid-Nachfluss und das Zeug wird schnell kokelig.
Ja, also es wäre schöner, wenn wirklich Tankboden und Ausschnittrand an einer Stelle wären oder möglichst nah an einer Stelle. Hier haben wir gute 4-5 Millimeter Abstand. Ja, wäre schöner, wenn es anders wäre. Ja, ansonsten der Tank fasst ungefähr 3 Milliliter und kann dann so aufgeschraubt werden. So. Und dann schrauben wir den Wassertank oben drauf. So. Und dann können wir das Ganze auch direkt aufdrehen. So. Man hat auch hier einen deutlichen Anschlag, der also das Festdrehen beendet. Und dadurch haben wir dann hier halt die Öffnung. Wir können natürlich ein bisschen den Zug regulieren hier oben, dadurch, dass wir hier diese Löcher ein bisschen schließen, aber das hat eigentlich kaum Effekt auf den Luftzug, wie ich festgestellt habe. Das ist also viel zu grob, um wirklich von einer AFC zu sprechen. Wir sehen hier unten entstehen schon die ersten Luftbläschen. Das bedeutet, der Verdampfer beginnt sich voll zu saugen. Die Zeit möchte ich ihm geben, um das vollständig zu machen. Und wir gehen in der Zeit mal auf den anderen Lieferinhalt ein. Das Ganze kommt in dieser schwarzen Schachtel. Wir haben hier also in schwarz und so ein bisschen bronzefarben die Darstellung des Mods, wie er zusammengebaut aussieht. Die Aufschriften H5 Legend, hier auch nochmal die H5. Hier oben sehen wir nochmal die Farboptionen. Es gibt ihn also neben dem Silber, was ich jetzt habe, noch in Weiß und Schwarz. Hier haben wir Händleradresse. Nochmal die Aufschrift H5 Legend hier auch. Und hier haben wir noch einmal eine Auflistung der Features. Also das gesundheitsschädliche Substanzen während des Dampfens ausgefiltert werden können. Das würde halt die Benutzung weniger schädlich machen. Wie gesagt, ich halte beim Verwenden von normalem Liquid wenig von der Filterwirkung, aber gut, das muss jeder dann selber entscheiden. Es handelt sich also um einen transportablen Liquid-Verdampfer mit einer Wasserfilterinstallation. Der Verdampferkopf ist austauschbar und hat eine verlängerte Lebenszeit. Wir haben laut der Beschreibung große Dampfentwicklung und halt einen austauschbaren Akku. Stimmt soweit, also was den austauschbaren Akku besteht. Große Dampfentwicklung werden wir dann gleich sehen. Ja, wir haben hier die Standardkonfiguration, sprich wir haben einen H-Legend 5 Hooker, ein User Manual, Silikonpass, hier steht noch was von einer Bürste, die habe ich aber in dem Paket bisher nicht gefunden, keine Ahnung. Hier stehen noch die Adressen, von wem und was und wo das gebaut wurde. Inklusive auch, wer die Silikonringe und so weiter und so fort gebaut hat. Das ist also soweit der Umkarton. Wenn wir hier aufmachen, sehen wir hier ein Inlay, da war also der Mod drin. Wir haben hier einmal den Batterieteil und hier den Verdampferteil. Und dann haben wir hier so ein Einlegeteil drin, das werde ich jetzt nicht rausholen. Da waren nämlich die Zusatzteile drin. Sprich ein Päckchen mit noch einmal den Dichtungsringen. Und das ist recht gut bestückt. Ja, also wir haben hier massig Silikonringe für alle möglichen Einsätze darin. Finden wir da also unseren Ersatz. Können wir auch wieder so reintun. Zack, die beiden noch mit da rein. Ja, also auf der Seite sind wir sehr gut ausgestattet. Da wird uns so schnell nichts Probleme bereiten. Dann haben wir hier die bebilderte
Bedienungsanleitung in Englisch, die uns also den Aufbau zeigt, uns zeigt, wie die ganze Geschichte mit Luft versorgt wird, wie man die Coil austauscht, wie man Liquid nachfüllt, wie man den Wassertank füllt und generell noch einige Tipps zur Verwendung und Haltung dieses Gerätes. Ja. Generell zu der Anleitung, sie ist recht knapp gehalten und auch wenn sie, sage ich mal, den einen oder anderen Hinweis gibt, wie man das zu handhaben hat, man muss sich ein bisschen damit noch weiter eingehend beschäftigen. Ja, die Bedienungsanleitung ist nicht erschöpfend. Man muss da also auch noch ein bisschen beim Lesen mitdenken, was da genau gewollt ist und so weiter. Also die wäre etwas ausbaufähig. Ausbaufähig wäre auch der Lieferumfang dieses Gerätes. Wir haben nämlich zum Beispiel keinen Verdampferkopf zum Austauschen dabei, was ja eigentlich sonst bei vielen E-Zigaretten, Mods und so weiter Standard ist, die mit diesen austauschbaren Köpfchen arbeiten, dass wir zumindest im Lieferzustand noch 1 bis 2 Austauschköpfchen extra dabei haben. Seit hier haben wir nur den einen dabei, der vormontiert in diesem Gerät kommt. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das erstmal für den Moment mit der Detailansicht. Und ich schwenke da mal rüber auf die normale Kamera. So, der Verdampfer konnte sich jetzt hoffentlich ausreichend vollsaugen. Wir befeuern ihn ungefähr mit 30 Watt alles zusammen. Und ja, ich schaue mal, wie das so läuft. Ja, ich habe jetzt ein Problem, und zwar ist mir kurz vor dem Video der Verdampfer ein bisschen trocken gelaufen und er kratzt ein wenig. Das ist halt das Problem, dass ich jetzt hier keinen Ersatzverdampfer habe, den ich stattdessen einsetzen könnte. Also ich fürchte, ich habe hier den Verdampferkopf geschrottet. Und kann halt jetzt nur mit dem, den ich hier habe, weiterarbeiten. Kratzt nicht schlimm, aber so ein bisschen trifft es im Hals. Unangenehm. Ja, das wird auch nicht besser. Dementsprechend werde ich das jetzt hier abbrechen. Ihr seht aber, es gibt durchaus eine ansehnliche Dampfentwicklung. Man sieht jetzt auch hier oben im Filterwassertankbereich, wie auch immer, ja, steht jetzt der Dampf drin, der halt durch dieses Wasser hier unten durchgegangen ist und jetzt hier oben drin steht. Dieses Wasser filtert auf jeden Fall auch Bestandteil des Liquids raus. Man würde das merken, wenn man das jetzt hier einfach mal probiert. Dann schmeckt das halt auch nach dem Aroma, das in dem Liquid drin ist. Ja, also da werden tatsächlich auch Stoffe ausgefiltert. Was mein Gedanke zu Wasser als Filter ist, es ist halt recht unspezifisch. Ja, Wasser nimmt halt alle möglichen Stoffe aus, die in Wasser irgendwie löslich sind. Da sind halt natürlich Giftstoffe bei, wie Formaldehyd, die wir ja in geringsten Mengen beim Dampfen durchaus haben. Wir haben aber auch Stoffe dabei, die wir vielleicht nicht unbedingt rausgefiltert haben möchten, wie zum Beispiel das Aroma. Deswegen schmeckt dieses Filterwasser später auch oder riecht nach diesem nach dem Geschmacksstoff des Liquids. Ja. Da ist halt alles recht unspezifisch. Dafür halt recht einfach. Ich meine, man kann auch gerne, wenn man möchte, ganz andere Sachen nehmen. Ja, hier wäre zum Beispiel so ein Kräuterfruchtlikör interessant, der gerade eine regionale Spezialität ist. Wenn man es etwas reiner möchte, könnte man hier auch so einen Wodka nehmen.
ja, alles mögliche halt, was so an Lebensmittelflüssigkeiten denkbar ist, kann man da in diesen Filter reintun. Das hat vielleicht auch noch einmal ein bisschen Einfluss auf den Geschmack des Dampfes, je nachdem, wie weit sich daraus halt dann Aromen lösen können. Da bieten sich natürlich gerade alkoholische Produkte an oder vielleicht aromatische Tees, irgendwas in der Richtung. Ja, aber das muss dann jeder selber wissen. Ich persönlich kenne das Gerät jetzt halt auch so, dass der Verdampfer funktioniert. Da hat es brauchbar gedampft, war auch durchaus geschmacklich in Ordnung, aber halt gedämpft, dadurch, dass halt das Wasser hier oben diese Geschmacksstoffe halt mitgenommen hat oder mit aufgenommen hat. Dementsprechend konnte mich das Gerät jetzt per se nicht wirklich komplett überzeugen. Ich bin halt kein Shisha-Nutzer. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, die aus der Shisha-Ecke kommen, vielleicht daran mehr Spaß haben als ich, gerade weil sie dann das mitnehmen können und es wahrscheinlich auch so von dem ganzen Zugverhalten und auch von diesem Blubbern mit dem Wasser und was auch immer sie sich da reinfüllen, dem Original näher kommt als eine normale Dampfe. Aber ich weiß nicht, ich habe da vielleicht auch nicht so den Drang zu, wirklich eine Shisha zu verwenden. Ich war halt eher immer der Zigarettennutzer, dementsprechend ist halt auch eher die normale E-Dampfe für mich das Gerät meiner Wahl. Was ich halt wirklich fast unverzeihlich finde, ist halt, dass es hier keine Ersatzköpfe im Original-Lieferzustand gibt. Ja, das hat jetzt halt auch dementsprechend richtig negative Auswirkungen auf den Test. Ich kann euch halt nicht vernünftig zeigen, wie das Ding dampft, weil ich gar nicht so tief einatmen möchte, dass ich dieses kratzige, rauchige jetzt hier mitnehme. Wie gesagt, der Verdampferkopf hat vorher gut funktioniert, aber jetzt ist er halt in Wicken und ich kann ihn nicht mal eben austauschen. Ich kann euch auch nicht sagen, was dieses Gerät irgendwo kostet. Ich habe keinen deutschen Shop gefunden, den die bisher verkauft. Alles, was ich gefunden habe, war Alibaba oder sowas. Ja, also Großhändlerseiten. Da müsste man schauen, was dieses Gerät kostet. Eventuell gibt es da irgendeinen Offliner. Solltet ihr irgendwo mal sehen, was die Preise für dieses Gerät sind, könnt ihr sie gerne unter dieses Video posten. Auch gerne mit einem Link. Ich weiß auch nicht, was diese Verdampferköpfchen kosten würden, die man dann im Ersatz kriegt. Ja, und wo man sie kriegt. Dementsprechend muss man schauen, wo das herkommt. Wie gesagt, sollte sich da irgendwann mal ein Händler für interessieren, Google hilft euch, die Seiten zu finden. Ich werde auch andere Tests von anderen YouTubern hier noch verlinken. Aber so wie das Gerät jetzt zu mir gekommen ist, bin ich wirklich nicht wirklich begeistert. Muss ich ehrlich gestehen. Obwohl ich wirklich zeitweise gesagt habe, ach ja, ist eine lustige Spielerei. Und ich sag mal so, spätestens wenn es darum geht, dass mal wieder irgendwas getestet, gemessen werden soll, wäre natürlich so ein Aufbau mal wirklich was Interessantes, wenn man da feststellen könnte oder wirklich sagen könnte, okay, hier kann man mal die Bestandteile des Dampfes wirklich sehen, wie sie vom Nutzer hochgezogen werden. Ja, also man hat ja wirklich hier einen Menschen dran, der daran zieht und nicht irgendeinen hoffentlich richtig eingestellten Roboter. Ja, und kann dann mal sehen, was da oben so in dem Filter hängen bleibt. Aber ja, wird bestimmt nicht mein Alltagsgerät, all dieweil man es halt ein bisschen mit Vorsicht handhaben muss. Es sollte einem nicht umfallen. Man kann es nicht in jeder Stellung dampfen, ja, so ungefähr so 60 Grad als maximale Neigung wird halt auch in der Bedienungsanleitung empfohlen. Ist es ein witziges kleines Gadget, ja. Für mich geht es halt nicht drüber, über diesen Zustand. Ich versuche es jetzt noch einmal mit diesem Verdampferkopf. Vielleicht hat er sich nochmal beruhigt.
kratzt immer noch. Ja, ich fürchte, der hat es leider hinter sich. Oh. Pfui. Ja, das ist so mein Abschließen davon. Wenn ihr aber Shisha-Nutzer seid und ja, nach Möglichkeiten sucht, dabei von der klassischen auf die elektronische Verdampfung, Verbrennung, wie auch immer, umzuwechseln, dann solltet ihr euch ruhig mal die Produkte von Beyang angucken. Die haben nämlich noch weiteres im Portfolio, wie zum Beispiel voll elektronische Shisha-Köpfe, ja, andere portable Mods, all sowas. Vielleicht findet ihr da auch noch für euch Interessantes. Links findet ihr sicherlich über Google. Andernfalls wäre auch sicherlich bei einigen Reviews was zu finden, die ich jetzt verlinke, die nicht der TPD unterliegen. Dann bleibt mir nur Beyang zu danken dafür, dass sie diesen Mod hergestellt haben, den ich hier testen durfte, auch wenn das Urteil vielleicht nicht so positiv ausgefallen ist. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Habt eine schöne Zeit während der Tage. Bis dann. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein garstiger Wind,